Hola und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wie ihr seht, Jimmy steht hier vor der Haustür. Den konnten wir vor ein paar Tagen in Antwerpen abholen. Bei der Verschiffung ging nicht alles so nach Plan. Das haben wir im letzten Video ein bisschen erläutert. Aber ja, hier steht er. Wir wollen jetzt mal alles rausnehmen, denn ja, da drin müffelt es ein bisschen. Der stand hier ein paar Wochen jetzt unter der karibischen Sonne auf Jamaika oder sonst irgendwo auf dem Boot. Und ja, der braucht jetzt auch ein bisschen Liebe von drinnen. Ja, man sieht, wir haben da drin wirklich noch praktisch nichts gemacht. Es ist immer noch pures Chaos. Alle Sachen sind drin, die Surfbretter. Alle Sachen, die wir eigentlich normalerweise auf dem Dach oder draußen haben, haben wir für die Verschiffung einfach hier reingelegt. Ja, und dann natürlich ist noch alles das, was sich in den Schränken verbirgt. Also ich habe ein bisschen Bammel davor. Ich glaube, wir sind unter dem Bett. Und ja, im genau. Kühlschrank. Also es ist richtig viel. Wahrscheinlich, man staunt ja immer, was alles so reinpasst in den Van. Aber drum reden wir nicht lange, sondern wir starten mal und nehmen alles raus. Und man sieht, wie beansprucht die Sachen sind. Also gerade hier diese Ecke, wo man halt immer so rein und raus geht. Also hier der Stoff ist ja schon richtig aufgerissen. Und ich glaube, hier diese Linie hält auch nicht mehr lange und ist so richtig abgegriffen. Muss man mal in Angriff nehmen. Ja? Ja, müsste man unbedingt machen. Aber das ist halt eines von vielen Dingen auf der To-Do-Liste. Auch hier das Holz, das könnte man alles nochmal neu streichen. Oh, ja, und den Kühlschrank haben wir natürlich auch missbraucht als Lagerraum für die Reise. So, mal gucken. Ah, das ist das Zeug aus der Hackbox. Ja. Und da sind wir auch richtig erleichtert. In diesen Beuteln hier sind die Sachen für euch aus Ecuador. Die scheinen die Reise auch gut überstanden zu haben. Sehr cool. Die kommen dann natürlich sehr bald in den Shop, wenn wir da ein bisschen Ordnung gemacht haben und ein bisschen klarkommen mit all den Sachen. Mal reinschauen. Ist doch schön, oder? Boah. All diese Textilien. Boah. Das riecht alles ziemlich abgestanden. Ja, die Waschmaschinen in Südamerika waren halt auch nicht die besten. Man sieht es auch bei den Kissen, die sind ja komplett, ja, nicht mehr so weiß, wie sie mal waren. Ja, ich glaube, wir nehmen alles mal raus und dann kommt alles in die Waschmaschine und alles wird einfach mal gewaschen, damit es sauber ist. In dieser Ecke hatten wir ein paar richtig schöne Schätze. Zum einen haben wir ein bisschen Kaffee mitgebracht. Was haben wir? Ich glaube 3 oder 4 verschiedene Kaffeepäckchen für uns. Und jetzt am Schluss habe ich es entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass wir die hier haben. Ich dachte, die sind woanders versteckt. Aber ein Bündel Kennzeichen. Wir haben tatsächlich aus jedem einzelnen Land, das wir besucht haben, also aus allen 17 Ländern, haben wir mindestens ein Kennzeichen mitgenommen. Und ich habe noch keine Ahnung, wo wir das irgendwann mal hinhängen, aber irgendwo werden wir mal eine Wand haben, wo dann die Kennzeichen da drauf montiert sind und von unserer Reise erzählen. Freue mich schon, das wird richtig cool. Wir haben extra darauf geachtet, dass es alte Schilder sind mit Charakter, am besten ein bisschen rostig oder verbogen und ja, richtig cool. Haben wir eine Zange zur Hand, dass wir das auch machen können? Nachher. Ja. Naja. Ich glaube, das war eine gute Idee, hier eine Trennwand einzubauen. Hat uns schon beim ersten Mal, als wir nach Halifax verschifft haben, geholfen. Und eigentlich war es ja nicht so wild, die einzubauen. Also wir wussten ja ungefähr, was wir da machen wollen. Und es sind 4 Stücke, ganz einfach. Und es gibt einem ein bisschen ein besseres Gefühl.
Hast So viel Licht wieder und so viel Platz. Also während der Fahrt und so hatten wir ja eben dieses Mittelding immer offen, aber trotzdem, jetzt wo die Wände auch raus sind, ganz anderes Raumgefühl. Auf einmal sind es mehr als 5 Quadratmeter. Oder so. Da kommt ja immer mehr und mehr raus aus dem Auto. Es ist unglaublich, was wir alles mit dabei hatten die letzten Jahre. Klar, ein Teil davon war oben auf dem Dach, aber das meiste kommt aus dem Keller raus. Ja, wir wissen auf jeden Fall, wenn wir wieder unterwegs sind, dass wir ein paar Sachen hier lassen werden. Zum Beispiel hatten wir hier diese Murica mit dabei. Die haben wir, glaube ich, kein einziges Mal benutzt. Also das wird wahrscheinlich auch hier bleiben. Und vorhin ist mir aufgefallen, wir haben hier noch unseren Bärenspray aus Kanada mit dabei. Oder aus Alaska. Ich weiß gar nicht, wo wir den hatten. Aber Haben wir den einfach mitgeschmuggelt? ja, den haben wir einfach mitgeschmuggelt. Der war als Sicherheit mit dabei, falls irgendwas ist. Also ja, da kommen schon ein paar Schätze raus. Ein paar Sachen, die wir unterwegs gesammelt haben. Aber ja, sehr viele Sachen, die wir dabei haben. Ja, und die Küche und der Kleiderschrank ist ja noch drin. Genau, das ist alles noch drin. Und einen großen Teil hatten wir auch schon mitgenommen, als wir hierher geflogen sind. Also Etwas, das wir auf jeden Fall wieder mitnehmen werden unsere Alpfilter sein. Wir haben ja seit 5 Jahren Alpfilter, benutzen das immer beim Befüllen unseres Tanks, damit wir immer sauberes Trinkwasser dabei haben. Und dann geht das automatisch durch die 3 Filter, die wir haben. Und das filtert schlechten Geschmack raus, Bakterien, alles das, was man nicht im Wasser haben will. Weil wir haben ja oft genug gemerkt, sogar Wasser, das als Trinkwasser ausgewiesen wird, hat immer noch so viele Sedimente oder einen schlechten Geschmack. Und von dem her, wir werden die auf jeden Fall weiterhin benutzen, auch in Europa. Man kann nie sicher genug sein bei Trinkwasser. Und für kurze Zeit habt ihr jetzt auch 10% Rabatt mit unserem Rabattcode. Nutzt den also unbedingt und ihr kommt zu Alpfilter über den QR-Code oder indem ihr den Link in der Videobeschreibung anklickt. so. So schön hier diese Ecke, das bringt einen gleich dazu, in Erinnerungen zu schwelgen. Hier diese Rose hat mir ein kleines Mädchen einfach so am Blumenmarkt also in Ecuador geschenkt. Einfach so ist sie dahergerannt gekommen und hat mir die geschenkt. Und hier diese Fahne, das war doch ein Polizist in Guatemala, oder? Ja, da standen wir, glaube ich, die erste oder zweite Nacht in Guatemala. Ja, stimmt. Und wir waren uns so unsicher, ob wir da stehen dürfen. Und dann kam der Polizist und dachten schon, oh, gibt's jetzt Ärger? Und der war so lieb. Ja, aber auch all diese Fotos. Das haben wir schon in Europa angefangen zu machen. Fotos mit anderen Reisenden, die wir getroffen haben, mit denen wir ein bisschen mehr Zeit verbracht haben. Oder ja, irgendwie besondere Erlebnisse zusammen geteilt haben. Und wenn ich so drüber gucke, ja, da ist auch noch ein türkisches Auge. Oh ja, stimmt. Ja, das ist auch eben aus der Türkei. Oder das hier aus Kanada. Das haben wir von Vancouver Island, oder? Ja. Ja. Und das hier ist noch aus unserer Zeit in der Schweiz. Das ist ganz alt. Da erkennt man auch fast nichts mehr. Naja, aber schöne Erinnerungen, wirklich. Also ein paar Fotos kommen ja, glaube ich, noch dazu, oder? Ja, also, sind noch nicht alle. Genau, die aus den letzten Monaten. Eigentlich schon heftig zu sehen, wie das Holz abgegriffen ist. Also nach der langen Zeit, man sieht hier überall, wie das Holz nicht mehr weiß ist, sondern halt schwarz. Ja, das müssen wir irgendwann mal in Angriff nehmen. Und eine Sache, auf die freue ich mich besonders. Wir haben hier drin noch 3 Schätze. Weißt du was? Einer fällt mir ein, aber Ja. sonst? Okay. Erstens, weißt du, was wir hier drin haben? Die Decken für den Synchro. Oh, und die Ponchos. Und die Ponchos, stimmt. Ja. Das hatte ich voll vergessen. Noch eine Sache. Ah, hier ist es. Weißt du, was hier drin ist? Ja, Haben wir das mal erzählt, was wir hier gekauft haben? ich glaube nicht. Vielleicht zeigen wir es noch am Ende des Videos. Wir müssen es zeigen. Jetzt, wo wir es gesagt haben, müssen wir es zeigen. Wir dürfen es doch nicht auspacken. Nee, ja doch, wir müssen. Und hier. Das ist sowas wie die Kennzeichen, die wir gesammelt haben. Ich habe entlang der Panamericana immer wieder Badges von Polizisten, von Zoll bekommen. Hauptsächlich hier auch von korrupten Polizisten. Das habe ich quasi gekauft bei denen. Aber auch ganz viele Feuerwehr-Badges. Denn in meiner Familie haben wir ein paar Feuerwehrleute. Und die sammeln so Sachen. Und ich dachte, hey, wenn ich da schon unterwegs bin,
habe ich ein paar coole Sachen, die ich denen zeigen kann oder bringen kann. Ich glaube, du behältst die am Ende. Naja, mal schauen, vielleicht doch. Nein, ich bringe sie ihnen. Aber cool, also es sind ja, wie Jessie mit den Bildern vorhin erzählt hat, das sind so viele Erinnerungen hier drinnen. Vieles haben wir ja gar nie geteilt. Waren einfach Sachen, die wir für uns gesammelt haben oder halt einfach, ja, für uns in Erinnerung geblieben sind. Das ist halt schon schön. Und überall, wo man was aufmacht und zumacht, kommt irgendwas zum Vorschein und das erinnert einem an die Reise. Also, ja. Und wenn wir schon alles hier haben, dann ist es eigentlich unmöglich zu widerstehen. Die Cabrita steht ja auch hier vor der Haustür. Da müssen wir einfach mal schauen, wie die Decken passen. Also, ja. Es wird aber schwierig, sich zu entscheiden. Guck mal, also. Das wäre eine Variante. Das ist ja die farbige Variante, weil Roberto gerne Farben mag. Und hier ist die zweite. So. Welche soll es werden? Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt uns in die Kommentare rein, welche ihr besser findet. Dann müssen wir beide uns nicht streiten. Ich finde eigentlich beide schön. Panamericana Basics. Panamericana Basics. Genau. Ja, da müssen wir uns auch noch überlegen, was wir machen mit Starlink, weil war ja schon sehr praktisch, aber ich weiß nicht, ob wir das in Europa weiter nutzen wollen. Ich weiß auch nicht, wie es preislich hier eigentlich aussieht. Vielleicht steigen wir auf SIM-Karten um? Keine Ahnung. Mal sehen. Also, Roberto sagt mir immer, ich hätte viel zu viele Sachen mit. Hast du auch? Dass ich noch so viele Kleider hier drin habe ich echt nicht geahnt. Vor allem, wir sind ja, na doch, in den Anden war es schon kalt, aber ich habe so viele langärmelige Oberteile mit, die habe ich fast nie getragen. Die waren halt hinten in der Ecke. Ja, und jetzt die Konsequenz ist, wir verbringen wahrscheinlich die nächsten Tage mit Waschen. Es ist so viel. Und ich glaube, auch den Rest des Tages versuchen wir jetzt einfach hier all die Sachen auch irgendwo drin zu verstauen, weil über Nacht können wir es natürlich nicht draußen lassen. Ja, und ich glaube, damit sind wir jetzt... Ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, ein bisschen Ordnung, ein bisschen sortieren, vielleicht was aussortieren. Aber auf jeden Fall sind wir damit für den Rest des Tages beschäftigt. Zeit wieder für unsere tägliche Runde mit Baxi. Wir dürfen ihn ja wieder für ein paar Wochen bei uns haben. Und das hilft uns auch, ein bisschen rauszukommen. Also gut, ursprünglich war ja geplant, dass wir jetzt schon in Österreich unterwegs sind mit dem Synchro. Aber die Wettervorhersage war so kalt und grau und eklig, dass wir gesagt haben, wir verschieben das nochmal. Es gibt ja sowieso so viel zu tun am Van. Ich meine, der hat jetzt 5 Jahre lang, wurde er Vollzeit von uns bewohnt. Das merkt man ihm an, man muss ein bisschen was auffrischen. Und überhaupt eben das Ausräumen, das Putzen, das braucht ja alles auch seine Zeit. Also ja, jetzt ist halt irgendwie doch warm und sonnig und Frühling. Aber immerhin macht das die Runden angenehmer und auch das Arbeiten am Van ist dadurch angenehmer. Und so kriegen wir alle Erledigungen hin, fahren dann ein bisschen später los. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich gar nicht traurig, dass wir noch nicht losgefahren sind, denn ich spüre den Frühling. Der Heuschnupfen ist zurzeit ziemlich heftig bei mir. Das hatte ich die letzten 4-5 Jahren überhaupt nicht. Also vielleicht mal vereinzelt an einem oder anderen Tag, aber jetzt die letzten paar Tage habe ich schon sehr heftig gemerkt. Ja, hier in Europa ist halt alles anders. Und auf der anderen Seite haben wir noch so viel, wie Jessie meinte, am Van zu tun. Und ich bin ja eigentlich der Typ, ich mache gerne zuerst ein Ding fertig, bevor ich mit einem neuen Projekt anfange. Und mit Jimmy haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wir müssen auch noch durch den TÜV. Nächste Woche kommt auch noch mein Vater uns hier in Prag besuchen. Ja, es gibt auf jeden Fall einiges zu tun. Aber ich glaube, danach
fahren wir auf jeden Fall los. Ob es wirklich nach Österreich geht oder nicht, wissen wir noch nicht. Also wir müssen auch schauen, wie sich das Wetter entwickelt, wie es mit dem Heuschnupfen geht. Aber dass wir wegkommen, das ist garantiert. Es tut mir auch richtig leid, wie Roberto mit dem Heuschnupfen leidet. Ich hatte das einmal in meinem Leben und danach nie wieder. Ich bin ja da wirklich komplett unbelastet im Vergleich zu Roberto. Und ich liebe den Frühling. Für mich ist es die schönste Jahreszeit im Jahr. Ich meine, man muss nur mal in den Wald gehen und einfach mal 2 Sekunden still sein. Die Vögel zwitschern, da hinten irgendwo ist ein Specht. Das Grün, der Geruch, ich liebe den Geruch im Frühling. Ja, ich finde es richtig schön, aber ja. Ich hasse den Frühling. Ja, Roberto leidet wirklich. Das Highlight jeder Hunderunde, Gassi-Runde. Mathilda. Hallo. Na? Hm? Na? Ich glaube, sie wechselt auch zum Sommerfell. Machen das Ziegen? Ich weiß nicht. Ja, weil die verliert hier richtig viel. Ja, aber sie ist ja auch nicht alleine. Ja, sie hat einen Freund bekommen. Es ist richtig schön, dass sie nicht mehr alleine hier steht. Ja? Ja. Juckt's vielleicht? Ist das vom Fell? Hm? Ja. Boah. Ich glaube, zurzeit ist Mathilda unsere einzige Konstante, die wir haben. Die sehen wir jeden Tag. Die freut sich auch, uns immer wieder zu sehen. Aber sonst, gut, jetzt wo der Van wieder zurück ist, haben wir auch eine Aufgabe, die wir wieder machen können, in Angriff nehmen können. Aber davor hatte ich schon so ein bisschen eine kleine Krise, würde ich sagen. Ich hatte das ja schon am Ende der Reise mal erwähnt, dass mir so ein bisschen, ja, die Perspektive fehlen wird, wenn wir zurückkommen, die Angst zu haben, nicht zu wissen, wie es weitergeht, eine Mission zu haben. Und das hatten wir, glaube ich, so die letzten paar Wochen. War nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, ja, freuen wir uns auch, dass es jetzt auch wieder weitergeht, dass wir Jimmy fertig machen können, dass wir mit der Cabrita unterwegs sein werden, dass wir dann auch Richtung Spanien fahren werden, um uns eine Base zu suchen. Ob es jetzt in Spanien ist oder in Frankreich oder irgendwo anders, das wird sich dann zeigen. Aber halt einfach wieder so ein bisschen unterwegs zu sein. Das hatten wir während der Reise, war das ja so ein bisschen gegeben. Man ist von A nach B gefahren, man hat sich Sachen angeschaut, man hat neue Leute kennengelernt, neue Reisende. Und irgendwie war das einfach ein Flow. Das hat sich einfach so ergeben, Tag für Tag. Hier ist es, für mich zumindest, ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, also ich freue mich hier wieder in Europa zu sein. Abgesehen vom Frühling, den mag ich überhaupt nicht. Aber sonst freue ich mich, wenn es bei uns wieder weitergeht. Und in ein paar Wochen soll es ja eigentlich auch schon soweit sein. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen auch gemerkt, dass wir irgendwie eine grobe Richtung brauchen, in die wir uns bewegen. Es war ja schon ganz nett, die ersten 1-2 Wochen mal ein bisschen runterzukommen, nicht viel zu machen, zu verschnaufen. Aber wir haben auch gemerkt, so dieses einfach in den Tag leben, ohne ein Ziel, ohne eine Richtung, das liegt uns einfach nicht. Also mental tut uns das nicht gut und mal ganz ehrlich, also finanziell liegt es ja auch nicht drin. Und darum brauchen wir einfach so diese Mission, auf die wir hinarbeiten können. Das war jetzt die letzten 4 Jahre Panamericana. Das haben wir abgeschlossen, erfolgreich, und es gibt uns auch ein gutes Gefühl. Aber wir brauchen jetzt eine neue Mission. Und eigentlich hätten wir die ja auch. Also wir sagen, wir wollen eine Base suchen. Damit verbunden ist auch wieder ein bisschen Reisen in Europa, was uns ja auch sehr zusagt. Also darauf freuen wir uns auch wieder. Was mich auch überrascht, dass das so früh schon wieder da ist, diese Lust zum Reisen und zum Unterwegssein. Und auch die Restauration vom Synchro. Und beide Dinge sind ja etwas,
woran wir auch längerfristig dran arbeiten werden. Also auch wenn wir eine Base suchen, das wird wahrscheinlich was sein, das wir renovieren müssen oder wo man noch was man noch ausbauen muss. Und auch der Synchro, das ist ja doch viel Arbeit, das wird nicht einfach von heute auf morgen direkt erledigt. Aber es ist halt noch nicht so greifbar. Aktuell ist es noch sehr abstrakt, weil wir nicht dran arbeiten können. Wir sind in dieser Zwischenphase, wo das eine beendet ist, das neue aber noch nicht gestartet ist. Und das ist, glaube ich, das, was sich so nach dieser Leere anfühlt. Aber ich glaube, sobald wir losfahren, sei es mit dem Synchro oder eben Richtung Südwesten mit dem Sprinter, dann wird das eben wieder konkret. Dann wissen wir arbeiten auf dieses Ziel hin. Und das wird uns mental auch sicher gut tun. Es hilft alles nichts. Der Van wartet, so schön die Spaziergänge hier auch sind. Die Waschmaschine läuft auch schon seit der Früh im Dauerlauf, aber ihr seht schon, die Küche ist immer noch voll. Auch hier unten die Schränke sind immer noch voll von Sachen. Also ja, müssen wir das heute auch noch ausräumen. Ich bin immer wieder erstaunt, was wir hier drin alles finden. Zum Beispiel haben wir hier Erbsen aus Chile oder Tahin aus, woher haben wir es? War das Argentinien vielleicht? Okay, aus Argentinien. Wir waren da so überrascht, dass es das gibt. War auch erst letzte Woche. Aber schau mal, Gnocchi. Gnocchi, also Ja. wo sind die? Die sind, keine Ahnung, aber die sind noch gut, die halten bis 27. Okay, ja, dann ist es okay. Also das Zeug ist Producto Italiano, die sind aus Italien. Und noch ein bisschen Gin ist auch noch übrig geblieben. Aber ganz wenig mit. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, hier mal durchzustöbern und alles mal auch zu putzen, denn es ist überall so viel Staub, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wein? Unser Lieblingsmalbec. Wahrscheinlich ist es Essig geworden in der Das Zwischenzeit, stimmt. aber den können wir mal aufmachen und probieren. Die Farbe Ja. ist auch anders. Wir probieren es heute Abend. Ja, es gibt auf jeden Fall vieles zu tun. Ja, aber es geht schneller als gedacht. Ja. Immerhin. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie unsere Sachen so überlebt haben, weil wir haben ja auch Keramikteller und Tassen und Schüsseln aus Portugal. Das hat alles überlebt, unter anderem, weil wir hier so immer Anti-Rutschmatten überall hatten, auf allen Regalfächern und auch so, wie nennt man die Dinger? Also so auch so Matten halt zwischen den Tellern und Schüsseln. Aber das Zeug hat sich mittlerweile so festgesetzt, es klebt richtig. So wirklich Anti-Rutsch scheint es nicht mehr zu sein, aber also das hier ist ja auch nichts Schönes. Ja, das muss man schleifen. Oh, es tauchen immer mehr Sachen auf, wo wir dann doch drüber gehen müssen, wo wir eigentlich nicht vorhatten, viel Zeit zu investieren. Also das hier, das... Ja, das wird uns auf jeden Fall auch noch erwarten. Während Jessie drinnen noch alles aufräumt, will ich euch noch zeigen, was wir hier in dieser Rolle mitgenommen haben. Am Ende unserer Reise waren wir noch in Barichara, ein kleines süßes Bergdörfchen mitten in den Bergen von Kolumbien. Und da haben wir eine Papierfabrik besucht. Die war richtig spannend. Wir konnten sogar selbst Papier herstellen aus verschiedenen Materialien bzw. aus verschiedenen Pflanzen. Und ja, da konnten wir nicht widerstehen und haben uns was Einzigartiges gekauft. Ihr könnt es wahrscheinlich erahnen, was es ist. Wie findet ihr es? Wir finden es richtig schön. Es hat auch wirklich Strukturen, also man kann es richtig fühlen, wie die Blätter hier drauf gekommen sind. Also es ist richtig schön. Ja, ein kleines Souvenir, was auch wie unsere Schilder irgendwann mal auf eine Wand kommt. Ja, mal schauen, wenn das soweit ist. Sieht so aus, als wären wirklich alle Schränke leer. Ja, es gibt viel zu tun. Das Holz muss aufgefrischt werden. Auch die Griffe hier sind komplett abgegriffen. Hier die Dinger, die haben wir ja gesagt, die Innenfächer. Und auch hier vorne, also man sieht wie hier, wo wir die Bettwäsche immer rein und rausgenommen haben, das ist ja komplett abgewetzt. Und sogar hier oben, das hält ja auch nicht mehr. Also das haben wir direkt ans Armaflex geklebt. Das ja, hat offensichtlich auch nicht gehalten. Es wird ja auch sehr heiß da oben. Also mal gucken, was wir vorne an Stofflösungen finden. Auf jeden Fall
holen wir uns Schleifpapier, Farbe aus dem Baumarkt. Wahrscheinlich ja, gibt es noch ein paar andere Sachen zu erneuern. Es fallen immer mehr Dinge auf. Aber ja, wir hoffen, dass das dann gut geht und Jimmy wieder ganz frisch wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie das da laufen wird und was wir alles machen, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht und ihr unterstützt uns damit. Kommentiert, liked, hypt gerne auch dieses Video, wir würden uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hasta luego! Hasta luego!